kind of give you an idea of what the journey is like. I think Jackie did such a great job of taking that training that we saw and bringing it back to you. It was fabulous. And that roller coaster is very, very real. Also ich möchte mit euch jetzt über diese Achterbahn sprechen, denn so ist es wirklich, das ist wirklich wie es ist, diese Achterbahn, diese Aufs und Ab, über die ich auch schon gesprochen habe. And so many times I talk to people that maybe they don't have success as fast as they thought that they would, and they get discouraged and they think it's them. They think something's wrong with me. Und ich spreche oft mit Menschen, die noch nicht den Erfolg haben, den sie sich wünschen, und sie kommen zu mir und sie fragen sich, was habe ich falsch gemacht? Also sie denken sich wirklich, es liegt an ihnen. And I just want you to know that that is not the case. Und ich möchte einfach, dass ihr wisst, das ist nicht der Fall. It's just a matter of learning a few techniques, a few skills, and then putting your personality, who you are, with those techniques. And when you find them, they start working and you know right away. Es geht einfach darum, ein paar Basisfähigkeiten zu erlernen und das mit eurer Persönlichkeit zu vermischen, ja? Das wirklich als ihr selbst authentisch zu machen. Und das ist es dann auch, was wirklich funktioniert. So one of the things that we do at trainings is we teach people how to build their list. Und eines der Dinge, die wir machen beim Aufbau, ist, den Menschen zu zeigen, wie man eine Liste schreibt. And in your success planner, there's actually a page, I think it's page 10, where it's a memory jogger to help you remember people. Und in eurem Erfolgsplaner, da gibt es eine Seite, die heißt der Memory Jog als Gedächtnisstütze, wo einfach eine Liste an Berufen drinnen sind, die euch dabei helfen, die Namensliste zu schreiben. So who wants to play a game? Wer von euch möchte ein Spiel spielen? Who wants to play a game? Wer möchte ein Spiel spielen? Only 3? Who wants to play a game? Wer möchte ein Spiel spielen? Okay. I need a timer. I need a Wir brauchen stopwatch. einen Timer, bitte. With a stopwatch? Okay. We're going to go 2 minutes. That's a long time. Wir werden jetzt gleich 2 Minuten damit verwenden. On a piece of paper, not in your little journal yet, but on a piece of paper. Auf einen Zettel, noch nicht in das Journal, sondern auf einen extra Zettel oder in euer normales Zettel. I want you to write the names, as many as you can think of, for 2 minutes. Ich möchte da jetzt, dass ihr Namen Don't aufschreibt. go yet. Noch nicht jetzt, noch nicht schummeln, nicht früh anfangen. And while you're writing, I'm going to jog your memory. I'm just gonna throw some things out to help you remember people. Also ihr schreibt jetzt 2 Minuten durch, alle Namen, die euch einfallen, und ich werde euch jetzt Stichworte dann reinwerfen, um einfach euer Gedächtnis anzuregen. Und ihr schreibt einfach. Should I make it harder and just go 1 minute? Sollen wir das schwerer machen und nur 1 Minute? Yeah, harder? Okay, 1 minute. Okay, nur 1 Minute. Okay, ready, Bereit? set, go. Okay, who's your best friend? Who was the best man or maid of honor in your wedding? Trauzeuge, Trauzeugin. Who's your favorite cousin? Cousin. How about your aunts and uncles? Onkel, Tante. Who's your accountant? Do you have an accountant? Buchhalter. Who's your animal trainer? Who grooms your animal or trains your animals? Tiertrainer, Hundetrainer. Who's your car? Who'd you buy a car from? Who's your car salesman? Der Autoverkäufer. Who's your auto mechanic? Autoreparaturservice. Who do you know that's a coach? Wer ist ein Coach? Sports, youth, or adult? Who do you know that's like a building contractor? A what? Contractor, builder. Ein Konstrukteur, ein Architekt. Who's your doctor? Who's your dentist? Wer ist ein Zahnarzt oder ein Doktor? Who's your dry cleaner? Wer macht die Reinigung? That's it? Okay. Das war's schon. Okay, stop. Okay, count how many names you wrote down in 1 minute. Zählt mal kurz runter, also wie viele Namen ihr habt in einer Minute. Okay, somebody, after you've counted, somebody give me a number. Irgendwer eine Nummer? 10? Okay, how many people have more than 10? Wer hat mehr als 10? Okay, how many have more than 15? Mehr als 15? Oh, wow. How many do you have? 18.
18. How many do you have? 25. How many? 25. Does anyone have more than 25? Jemand mehr als 25? Oh my goodness. Well, give him a hand. That is awesome. I have an eye serum for you to use at your market parties to get all kinds of people interested in this product. Those 25 people, you can use this on them. Das kann man jetzt für die 25 Leute verwenden. Noch schnell ein Selfie. Thank you. Here you go. Thank you. Oh, another one? Okay. Official. Official. Perfect. Thank you. Congratulations. Good job. He writes back. Now here's the thing. I didn't even get through 10% of the memory jogger. Das waren jetzt nicht mal 10% der Begriffe in diesem PDF. So when you go home, open that success planner and play this game yourself, and then put your top 10 in your new little handy dandy notebook. Und wenn ihr nach Hause kommt, macht ihr diese Gedächtnisstütze auf und lest euch die Sachen durch und gebt dann die Top 10 in euer kleines Notizbuch noch Neues rein. So a couple of tools and techniques. Helen did such a good job going through the 10 core commitments. This is our Neora rhythm, our Neora rhythm. So be sure and get this book and read it and read it and read it so it's ingrained in your head. Und da wir gerade von Tools, von Hilfsmitteln sprechen, wir haben es heute auch schon kurz von Helmut gehört, der hat einen tollen Job gemacht, die ganzen Tools vorzustellen, und da haben wir auch den Neora Rhythmus dabei, das kleine Büchlein, das ist im Backoffice drin. Make yourself an old-fashioned photo album. Macht euch selber so ein richtig oldschooles Fotoalbum, also ausgedruckte Fotos. I know that high-tech people say, what in the world would you do that for? Und ich weiß, dass die Leute, die jetzt technisch begabt sind, sagen, warum zur Hölle brauche ich das? This will have more impact than anything else you can show them because they think this is real. Could not be Photoshopped, this is the real deal. Aber das macht viel mehr Eindruck als alle digitalen Fotos, weil die Leute einfach automatisch denken, das ist echt. Da denken sie weniger an Photoshop oder sonstiges, weil es einfach nicht digital ist. So every market party, everywhere, I take this with me everywhere I go. That's why it's coming apart. I take it with me everywhere I go because I never miss an opportunity to hand someone the book and let them look. And guess what? When they stop on one page and keep looking at it, I know what they want. Und der Grund, warum das Büchlein auch schon hier fast auseinanderfällt, ist, weil ich es überall mit hinnehme. Ich nehme es auf jede Markenparty, auf jede RRP. Ich habe es immer mit dabei, weil ich einfach keine Situation auslassen möchte, in der ich es jemandem zeigen kann. Und wenn es sich jemand dann ansieht und bei einem Foto stoppt und da länger drauf schaut, dann weiß ich automatisch, das ist das, wofür er sich interessiert. Okay, I'm going to give you some scripts to put in your little notebook. Und jetzt gebe ich euch einige Vorlagen, einige Skripten, die ihr in euer kleines Büchlein reinschreiben könnt. And if you have a better one, use the one that you have that's working for you. Und wenn ihr eine bessere Formulierung habt, die für euch funktioniert, dann benutzt die auch, dann nehmt die. If you don't, try these. Und wenn du das nicht hast, dann versuch's mal mit denen. I'm going to give you Bo Short's script first. Und ich werde euch zuerst das Skript von Bo Short geben. So I'm calling you on the phone. Yes, I am calling you, not texting you. Also ich rufe dich am Handy an, ja, ich rufe an und schreibe dir nicht. And you're a friend of mine. Und du bist ein Freund von mir. And so here's what I'm going to say. Und Folgendes sage ich. This is Bo. Ich bin Bo hier. Helmut. Helmut. I have a business project I'm putting together. Ich arbeite gerade an einem Geschäftsprojekt, das ich zusammenstelle. I think I found a way we can make some serious money. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie wir ernsthaft Geld verdienen können. Why don't we sit down and have a coffee? Warum setzen wir uns nicht hin und trinken einen Kaffee zusammen? If you're intrigued, I'll get you some information. Wenn du begeistert bist, gebe ich dir ein bisschen mehr Information. If not, no big deal. Wenn nicht, keine große Sache. How's tomorrow at 10? Wie schaut es bei dir morgen um 10 aus? That's Bo's. Very direct, very to the point.
Das ist Bo's Version, sehr direkt, sehr am Punkt gebracht. We women have to use more words Wir Frauen müssen mehr Worte verwenden. because that's how we are. Weil das ist wie That's how we roll, right? And we have to justify everything. Und wir müssen alles rechtfertigen. So here's mine. Also hier ist meine. Claudia, Claudia, I have a business project that I am so excited about. I can't wait to share it with you. ich habe eine Geschäftsmöglichkeit, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Ich kann es kaum erwarten, ich bin wirklich aufgeregt. I know it's going to be a home run. Ich weiß, das wird einschlagen. I don't know if you'd be interested or not, Ich weiß nicht, ob du interessiert sein wirst oder nicht. but I don't want to look at you a year from now and think, oh my gosh, I forgot to tell Claudia. Aber ich möchte dich nicht in einem Jahr treffen und mir denken, ach verdammt, ich habe auf dich vergessen. And I don't want you looking at me a year from now and saying, why didn't you call me? Und ich möchte auch nicht, dass du mich in einem Jahr anschaust und sagst, Mann, warum hast du mir nichts gesagt? It may or may not be for you, and it's okay. Es kann was für dich sein oder auch nicht und das ist okay. I just want to know that I told you about it. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass ich es dir erzählt habe. When can we get together? Wann können wir uns zusammensetzen? You choose which one you like better, which one feels better, or make up your own. But have one that is your go-to. You don't have to think about it. It's there, it's ready. You've said it over and over again, and the minute you have an opportunity, Bo's is written down, mine isn't written down because I don't need to write it down. It's in my head. Und wähl dir einfach eins aus und schau einfach, was sich besser für dich anhört, was sich besser anfühlt. Oder wenn du etwas Eigenes hast, dann schreib es für dich auf, entwickle dein Eigenes und dann schau wirklich, dass es wie sozusagen aus der Pistole geschossen für dich bereit ist, dass du, wenn du eine Möglichkeit hast, automatisch schon diesen Satz von dir geben kannst, ohne nachdenken zu müssen. Das von Bo zum Beispiel habe ich aufgeschrieben. Nein, das muss ich nicht aufschreiben, weil ich es einfach schon wirklich intus habe. So you know what they're going to say, right? Everybody knows what they're going to say. So wir alle wissen, was meistens die Antwort ist, ja? What are they going to say? Was werden die sagen? What is it? Okay? Everybody knew that already. Worum geht's, ja? Okay, here's Bo's reply. Hier ist Bo's Antwort. That's the easy part of it. Das ist der einfache Teil. When we get together, I'll show you all the details. Wenn wir uns zusammensetzen, zeige ich dir alle Details. Short, direct, and to the point. Kurz, direkt und am Punkt. Here's my version. Hier ist meine A Version. little more words, right? Bisschen mehr Worte. That's the best part. Das ist der beste Teil. I get to show you something that's gonna make you go crazy. Ich kann dir nämlich etwas zeigen, das dich verrückt machen wird. How soon can we have coffee? Wie schnell können wir uns zusammensetzen auf einen Kaffee? When you can show pictures like that, women especially go crazy. Und wenn du dann Bilder wie diese herzeigen kannst, dann werden vor allem die Frauen verrückt. Men may not go crazy so fast over the pictures, Die Männer sind nicht so leicht zu begeistern von den Bildern, but they go crazy when they know what the numbers are of this industry, aber die werden verrückt, wenn sie dann die Zahlen the hören. size of the industry, Die Größe der the Industrie, growth rate of the industry, das Wachstum der Branche, the number of people that spend a lot of money on anti-aging products. die Anzahl der Menschen, die unglaubliche Summen für Anti-Aging-Produkte ausgeben. Now I know I'm in football soccer world here, not football United States football, but if you can imagine how big the World Cup is, that's what our Super Bowl is like in the United States. Und ich weiß, dass hier bei euch ist hier der Fußball quasi als, Football als Fußball eher bekannt oder wird hier gefeiert, weniger das American Football. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie groß der World Cup ist und so ist es ungefähr zu vergleichen. Tickets for a regular season game are over $100 a person. For the Super Bowl, they're over $1,000 a person. Also das reguläre Ticket bei einem Spiel liegt bei ungefähr 100 € und dazu im Vergleich beim Super Bowl beginnt das bei 1.000 €.
I dare you to walk through an airport in the United States and not count how many jerseys you see of people wearing sports teams in the NFL. Und schaut mal, wenn ihr nächstes Mal am Flughafen seid, wie viele Leute ihr seht, die irgendwie gebrandet sind durch Kappen und T-Shirts von irgendwelchen NFL-Teams. Every teenage boy has their room filled with NFL stuff. Jeder Teenager-Junge hat in seinem Zimmer die Wände voll mit NFL-Zeug. A family of 4 goes to a Sunday football game and they have 4 tickets and a hot dog and a beer and it's a starter pack. Und bei uns gibt es eine andere Art von Starter-Pack, nämlich eine 4-köpfige Familie hat 4 Tickets, ein Hotdog und ein Bier. So don't ever let people tell you they don't have the money because they go to those football games. Also lasst euch nicht erzählen, dass die Leute kein Geld haben, weil sie schauen sich diese Spiele an. And Jeff Olson told us at the conference, do you remember this, Helmut? He said the size of the anti-aging industry is 13. 13. I was trying to be conservative because I thought it can't be true, but it is. 13 times the size of the NFL everything. Ticket sales, concessions, shirts, shoes, everything that's branded NFL, which is so huge, 13 times the size of the NFL. Guys, you want to stick that in your brain as a fact? Und Helmut hat es heute auch schon erwähnt, diese ganze NFL, die ganze Footballbranche ist 13 Mal kleiner als die Direktvertriebsindustrie. Und dabei ist alles mit eingerechnet, sprich natürlich die Tickets selber, die Eintritte, aber auch das ganze Outfit, das heißt alles, was irgendwie gebrandet ist und sogar die ganzen Werbeeinnahmen, Werbeentscheidungen und so weiter. So when you arm yourself with a few facts like that, or you arm yourself with a script that you know it feels comfortable to you, you know you can say that when you meet someone, what will happen is you will start to get results quicker and quicker because your confidence level is going up. Und wenn du dich mit so ein paar Fakten bewaffnest und auch mit so einem Skript, da kannst du in solchen Situationen, wenn du mit jemandem sprichst, wirklich schnell eine Antwort geben und du bist dadurch auch viel selbstbewusster, weil du einfach weißt, du hast ein paar Fakten, du hast ein Skript und kannst antworten. So Jackie did such a good job talking about mindset and the ups and downs. The definition of the slight edge is simple disciplines repeated on a consistent and persistent basis with a good attitude. Also wir hatten es ja heute auch schon mit dieser Achterbahn, ja. Die Definition von Slight Edge, von einem kleinen Vorsprung, ist einfache Aufgaben, Disziplinen wiederholt in einer konsequenten und auf einer nachhaltigen Basis mit einer guten Einstellung. Versus simple errors in judgment. Im Gegensatz zu kleinen Fehlern in der Beurteilung. So on the one hand, you have simple disciplines. Simple disciplines are 2 a day. Also auf der einen Seite habt ihr sozusagen diese einfachen Disziplinen, diese einfachen Aufgaben, wie zum Beispiel 2 am Tag. Simple disciplines are using a script over and over and over again until it just comes out so naturally you can't even believe it yourself. Eine andere einfache Disziplin ist, ein Skript zu lernen und das einfach so oft zu wiederholen, bis es einfach ganz natürlich aus dir rauskommt. Simple disciplines is showing pictures every chance you can. Und eine andere einfache Disziplin ist, Bilder zu zeigen. Ja, ganz einfach. A picture is worth 1,000 words. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. 10 pictures is 10,000 words. 10 Bilder sind also 10.000 Worte. It doesn't get any more simple than that. Es wird nicht noch einfacher als das. But the error in judgment would be passing the opportunity by. Aber der Fehler in der Beurteilung wäre, diese Möglichkeit einfach vorübergehen zu lassen. Letting that fear and that doubt keep you from making that contact. Wenn ihr es zulasst, die Angst und die Zweifel, dass die euch davon abhalten, diese Gelegenheit zu nutzen. That's why it's so important, that mindset, it's so important that we keep that mindset always in our head when we are thinking about our business. We project what we want.
Und deshalb ist es wichtig, generell in solchen Situationen, aber auch im Geschäft, diese Einstellung immer im Hinterkopf zu haben. When I first saw this chart, it didn't quite look like this because Jeff hadn't written the book yet. Als ich zum ersten Mal diese Folie gezeigt habe, hat die noch nicht so ausgesehen, weil damals hatte Jeff noch nicht sein Buch geschrieben. So if I had a napkin, I'd show you what he gave me on a napkin 30 years ago. Anybody have a napkin? Hat jemand von euch eine Serviette? Dann könnte ich euch zeigen, wie das Ganze ausgesehen hat, als mir Jeff das damals... Okay. Cutisara. We were in a Denny's restaurant, which is not a very fancy restaurant. Sie waren in einem Restaurant, und zwar eine Kette, die keine besonders tolle ist. It's really a terrible restaurant. I wouldn't recommend it. Es ist echt ein scheußliches Lokal, ich würde es nicht empfehlen. Okay. So, Hat wer dieses... Dun, dun, dun? okay. So this is year 1, 2, 3, 4, 5. This is a 5-year slight edge chart. Also auf dieser Zeichnung sind jetzt 5 Jahre drauf. Ja? Also man sieht hier die Striche nach unten, wie so 5 Spalten und dann eine Linie von links unten nach rechts oben und das sind oben die Jahre eingezeichnet. So this was my first one-on-one with Jeff when I was coming from a successful career in real estate and starting completely over ground zero and I didn't know anything, nothing. Das hat er eben mir aufgemalt, als wir unser erstes 1:1 Gespräch hatten, wie ich zum ersten Mal in diese Branche gekommen bin, während ich quasi oder als ich die Immobilienbranche verlassen habe. And I was asking all kinds of questions like a high-powered real estate broker would. Und ich habe all diese tollen Fragen gestellt, wie sie ein guter Immobilienmakler stellen würde. About my idea of how I was going to conquer the world with this new business. Darüber, wie ich die Welt erobern würde mit dieser neuen Art von Geschäft. And I was going to do mass marketing and mass media and ads and you know all these things that are totally not duplicatable. Und ich sagte, ich würde die Massenmedien nutzen für Massenmedien und Werbungen schalten, ne, was natürlich gar nicht duplizierbar ist. And we were sitting at the breakfast table and he asked me a couple of questions and I'm just telling him all these ideas I have. Und wir sitzen also zusammen und er stellte mir ein paar Fragen, während ich hier schwärmte von meinen großartigen Ideen. And some of you have been around Jeff long enough to know that he's not very shy about his feelings. Und die Jeff jetzt vielleicht schon länger kennen, wissen, er ist nicht so schüchtern, was seine Gefühle angeht. And so I'm telling him all these ideas and he's like, oh my gosh. Und so erzähle ich ihm alle meine Ideen und er hat eben dann den Kopf geschüttelt. He said, I knew I was going to have a problem with you. Und er sagte, ich wusste, ich werde mal ein Problem mit dir haben. He said, the more successful someone is in their other career, the harder it is for them to get this. Und er sagte, je erfolgreicher eine Person war in ihrem anderen Geschäft, desto schwieriger ist es, sie dazu zu bringen, das zu machen, zu verstehen. He said, you're all the same. You want to reinvent the wheel. Er sagte, ihr seid alle gleich, ihr wollt das Rad neu erfinden. You got all these great ideas, Ihr habt alle diese großartigen Ideen. and they will fail. Und sie werden scheitern. He said, you don't get it. Er sagte, du checkst das nicht. I'm like really embarrassed because I thought I had some good ideas, Und mir war das voll peinlich, weil ich dachte, ich hatte ein paar gute Ideen. but I was smart enough to know that he was where I wanted to be, and maybe I better find out what he knew. Aber ich war gescheit genug, zu wissen, dass er dort war, wo ich hin wollte und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, auf ihn zu hören. There's a country western song. You gotta know when to hold them and know when to fold them. I won't translate. That's a poker. It means you lost, you put your cards down, and you see what he's got. Okay. Okay, Ja. okay. So I said, okay. Es ging um einen Country-Song mit That's okay. I said, tell me what I don't get. Und er sagte mir, okay, sag mir, was du nicht verstehst. So write this down in your notes. Schreib das auf. Network marketing, our industry. Network Marketing, unsere Industrie. You notice I didn't say skincare? Ist euch aufgefallen, ich habe nicht Hautpflege gesagt. You notice I didn't say anti-aging? Aufgefallen, ich habe auch nicht Anti-Aging gesagt.
We need to embrace the industry we're in. We are in the networking industry. Wir müssen die Industrie bestärken, in der wir sind in der Networking-Industrie, in der Netzwerkindustrie. If I had 100 people in this room and I had a bottle of night cream and I asked 100 people, would you like to try this? Guess what? Wenn ich 100 Leute in einem Raum hätte und ich hätte eine Flasche Nachtcreme und ich würde die Leute fragen, wer von euch möchte das ausprobieren? Was glaubt ihr, was passiert? Some would say no. Manche würden Nein sagen. No, thank you. Do you know that? Have you ever asked someone to try it and they said no, thank you? Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr habt jemanden gefragt, ob er es testen will und hat gesagt Nein. If you haven't asked enough people, because you will. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, habt ihr noch nicht genug Leute gefragt, weil das passiert einfach. So we've got a $100 bottle of night cream and I'm offering to let them use it for a week and they say no, thank you. Ich habe ja also eine 100 Euro wertvolle Creme und ich biete ihnen an, das eine Woche kostenfrei zu testen und sie sagen nein. But if I had 100 people in the room Aber wenn ich 100 Leute im Raum hätte and I held out a $100 bill und ich würde eine 100 Euro Note raus and I said, would you like it? und ich würde fragen, willst du die haben? It's yours if you want it. Und wir würden sagen, ja natürlich würde ich die wollen. How many do you think would take it? Wie viele von euch, glaubt ihr, würden sie How many? nehmen? 200. They want two. So you have to understand the game you're in. Ihr müsst also das Spiel verstehen, das wir hier spielen. I played soccer on the women's national team till I was over 40. Bis ich über 40 war, habe ich im Nationalteam Fußball gespielt. If I got out on the field and started trying to play baseball, we would be in trouble. You got to know the game you're in. You can't. Wenn ich jetzt rausgehen würde und anfangen würde, Baseball zu spielen, dann hätte ich natürlich ein Problem. Das heißt, wir müssen das Spiel kennen, das wir spielen. There are lots of ways people can get a hold of product. Es gibt viele verschiedene Arten, wie Menschen ein Produkt halten. What is unique about our business is that we are the ones that open the door for this business opportunity to partner with people. Und das Tolle an diesem Geschäft ist, dass wir die Möglichkeit haben, Businesspartner, Geschäftspartner ins Boot zu holen und diese Möglichkeit anzubieten. So we have to seize the opportunity every time we have it to share the business. Also müssen wir diese Möglichkeit nutzen, jede Möglichkeit nutzen, die wir haben, dieses Geschäft zu teilen. And we have to be totally unattached to the outcome, to the result. Und wir müssen uns vom Ergebnis lösen, das heißt, wir müssen emotional uns wirklich lösen von dem Resultat. Because in my 30 years of doing this, I still get surprised by who will and who won't. Denn nach 30 Jahren in dieser Branche werde ich immer noch von Menschen überrascht, die es tun oder eben nicht tun. When I started with Neora 7 years ago, I left a very large network marketing business behind. Als ich vor 7 Jahren mit Neora begonnen habe, habe ich ein riesiges Network Marketing Unternehmen zurückgelassen. I worked with predominantly men in an insurance business. Ich habe mit hauptsächlich Männern in einem Versicherungsunternehmen gearbeitet. We worked together for 20 years and I had 30, 40 Millionaire Club members. Wir haben 20 Jahre lang in diesem Unternehmen zusammengearbeitet und ich hatte 20, 30 Millionäre. They were not interested in starting over with a skincare product. We only had one. Und die waren nicht daran interessiert, nochmal anzufangen, auch noch mit einer Hautpflegefirma. They thought I had lost my mind. Die dachten, ich habe meinen Verstand verloren. Because I never had to work another day in my life. Denn ich wusste, ich möchte, beziehungsweise sie wussten, sie mussten nie wieder einen Tag in ihrem Leben arbeiten. We had over 100,000 customers that paid their insurance bill every month. That's, in insurance, that's called a book of business. Wir hatten über 100.000 Kunden, die regelmäßig ihre Versicherungsbeiträge bezahlt haben. Und das nennt man das Geschäftsbuch. So my good friend said, Kathy, if you're bored, go take a vacation. You know, build a house or something. Don't go start another
skincare thing, you've lost your mind. Und sie haben zu ihr gesagt, wenn dir langweilig ist, dann fahr in den Urlaub oder bau ein Haus oder mach irgendwas anderes, aber bau doch nicht nochmal ein Geschäft auf mit Hautpflege. My family thought I had lost my mind. Meine Familie hat geglaubt, ich habe meinen Verstand verloren. How can you put your business aside and take that kind of risk? Are you crazy? Wie kannst du bloß dein Geschäft zur Seite legen und nochmal neu anfangen und dieses Risiko auf dich nehmen? But I went back in my memory to this napkin. Aber ich habe mich an diese Serviette zurückerinnert. Because network marketing is about a lot of people doing a little bit. Denn im Network Marketing geht es um viele Menschen, die ein bisschen etwas tun. The business that I was in was about a few people doing a lot. Und das Geschäft, in dem ich zu dem Zeitpunkt war, hier ging es darum, dass wenige Menschen viel getan haben. You'll always be able to find superstars that will do a lot. Du wirst immer die Möglichkeit oder das Glück haben, Superstars zu finden, die viel tun. But you will never be able to build true residual wealth unless it's something that a lot of people can do. Aber du wirst nie passives Vermögen und Wohlstand aufbauen, wenn du es nicht schaffst, etwas zu finden, das viele Menschen tun können. So Jeff's message was, Kathy, spare me your brilliance. Don't go take all these great ideas you have and turn something simple into something complicated. Und deshalb sagte Jeff zu mir, Kathy, erspar mir deine Brillanz und deine großartigen Ideen, sondern versuche nicht, etwas Einfaches kompliziert zu machen. We didn't have this at the time, but this is what he was teaching. He said, just go do this over and over and over and over and over and over again until you have a large organization. Und dann kam er mit dem Neora Rhythmus. Dieses Büchlein gab es damals noch nicht, aber er hat es mir beschrieben. Er hat gesagt, du machst diese Dinge einfach wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. And he said, and here's what this 5-year chart looks like. Und er sagte, so schaut dieses 5-Jahres-Chart aus. The first year, a lot of time and not really a lot of money. Im ersten Jahr setzt du viel Zeit ein und verdienst nicht wirklich viel Geld. So this is time. About 95% was time versus money. Also wenn wir diesen Balken anschauen, sind 95% des Balkens Zeit, 5% Now Geld. after year 1, I had some good people. Nach dem ersten Jahr hatte ich ein paar tolle Leute. They duplicated, just like today. Sie Y'all haben didn't need multipliziert, me so wie here. heute. This was a great event. I didn't need to be here. I want to be here, but I didn't need to be here. So year 2, maybe a little less time as compared to the money. Und im Jahr 2 vielleicht ein bisschen weniger Zeit im Vergleich zum Geld. Year 3, it's kind of 50-50. Das dritte Jahr nennt sich 50-50. You're putting about 50% of the time that you did the first year, and you're making 50% or 100% more money. It's kind of even Steven there. Du nimmst quasi 50% der Zeit vom ersten Jahr, die du einsetzt, und du hast 50% so gleich viel Einkommen. Now by this time you have several leaders in different markets, and you're coordinating what's going on, and you're leading the team, but you have people that are duplicating the regionals, the market parties, all the things that drive the business on a day-to-day basis. Und in diesem Jahr hast du Führungskräfte an verschiedenen Orten, vielleicht sogar verschiedenen Ländern, die duplizieren und die genauso dieses Geschäft machen. Now here's what's interesting. Year 4, you only have to put in this amount of time to make this amount of money. Also It's about a 25-75 ratio. Also im vierten Jahr bist du dann so weit, dass du nur mehr ein Viertel der Zeit einsetzen musst für 3/4 des And some Outcomes. people actually kind of coast when they get to this point. Und an diesem Punkt driften die meisten ab.
because this is more money than they ever imagined and more money than they ever made, and they're happy. Und das ist der Grund ist, weil das vermutlich bei den meisten mehr Geld ist, als sie überhaupt verdient haben vorher oder sich überhaupt vorstellen haben können. And you'll know who they are. You'll be able to tell. And it's okay because they're still doing the business and they're still helping other people. Und an diesem Zeitpunkt, ja, lassen sie dann das Business gehen und das ist okay. Du kannst meistens schon im Voraus sagen, wer die Leute sind und das ist auch voll okay so. But look at your fund. You barely even have to show up. You're almost 100% residual income. Und dann die letzte Spalte, da sind wir dann wirklich im passiven Einkommen. Da musst du kaum noch wirklich aktiv sein. And you know why? Wisst ihr warum? Because you have a lot of preferred customers that are ordering month after month after month after month. And when new products come out, they're adding the new products to their order. Und wisst ihr auch warum? Weil ihr hier Pluskunden habt, die quasi regelmäßig Monat für Monat für Monat bestellen. Und wenn ihr dann diese Kundenbasis habt und dann kommt ein neues And you Produkt have raus, a dann lot habt ihr mehr Umsatz. Sorry. And you have a lot of market partners that are going for their car bonus, or they're going for their lifestyle bonus, or they're going for the 6-figure income or the 7-figure income, and they're pushing. Und dann hast du auch viele Markenpartner, die schon den Autobonus haben oder davor sind oder den Lifestyle-Bonus, vielleicht schon Leute mit 6-stelligem Einkommen und die sind dann richtig, die haben dann richtig Drive. So when you're at this point, you might be totally satisfied, or you might say, I don't have to work, but you might be doing this again because you want to. Und wenn ihr dann quasi so im 3., 4. Jahr seid und ihr sagt, okay, das reicht jetzt für mich, das passt so, dann ist es natürlich okay. Oder ihr sagt, nein, ich mache noch das, was ich seit dem 1. Jahr tue, ein bisschen länger und habe dann dafür das passive Einkommen. And here's the best part. Und hier das Sahnestück. If you are working like this, it's because you want to, not because you have to. Wenn ihr dann an dieser Stelle so arbeitet wie im 1. Jahr, dann ist es, weil ihr das wollt, nicht weil ihr das müsst. There's a huge difference between getting up every day and going to work because you love what you do, because you don't have to but you want to, versus going into that job that you wished you could have quit yesterday. Es gibt einen großen Unterschied, ob man in der Früh aufsteht und in eine Arbeit geht, weil man das möchte, etwas, das man gerne macht, oder ob man jeden Tag aufsteht und etwas macht, das man nicht gerne macht, wo man am liebsten schon gestern gekündigt hätte. And I would imagine, we're being real, I would imagine that here in Austria, Germany, Switzerland, that people go to work every day to jobs that they don't like, just like in the US. Und um ehrlich zu sein, ich bin davon überzeugt, dass es hier in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz Menschen gibt, die ihre Arbeit nicht machen wollen, genauso wie es die in den USA gibt. My sister is one of those. Meine Schwester ist eine von ihnen. And it's because they haven't been shown a better way, or they have so much fear they can't step out there. Und wie bei ihr gibt es mehrere Gründe dafür. Einer kann sein, sie haben noch keine Chance erhalten. Oder die andere kann sein, dass sie sich einfach nicht zutrauen, dass sie so viel Angst haben, dass es ihnen nicht möglich ist, es zu tun. So what Jeff Olson told me that first year when I was spending all that time and not making what I was making in real estate, Also hat mir Jeff im 1. Jahr gesagt, als ich so viel Zeit hinein investiert habe, aber nicht annähernd so viel verdient habe wie im Immobiliengeschäft. he said, your main purpose this year, Kathy, is to find a few good people and teach them how to do the business. Teach them. Help them become independent. Dein Ziel für das 1. Jahr ist es, ein paar Leute zu finden und ihnen zu zeigen, wie das funktioniert, sie zu lehren. If you're lucky enough to find 3 your first year, you're doing great. Wenn du Glück hast und 3 findest im 1. Jahr, dann gratuliere ich dir. Sometimes you only end up with one that stays the course. Und manchmal endest du oder bleibt einer über, der wirklich mit dir auf dieser Reise ist. But it's okay, because if you've got one, you can get another. You can find another. Aber es ist voll okay, weil wenn du einen gefunden hast, kannst du auch weitere finden.
So my first 5 years looked a little bit like this. Und meine ersten 5 Jahre haben auch wirklich so in etwa ausgesehen. But if you had asked me, you would have thought that I was in year 5. Aber wenn du mich gefragt hättest, wie es aussieht, hättest du geglaubt, es ist das Jahr 5. I wasn't about to let people know that it hadn't happened for me yet the way I wanted it to. Ich habe es den Leuten einfach nicht gezeigt, dass es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Because I know that what I put out there, what I put out as my intention, and what I do to support that intention with my words, with my thoughts, with my deeds, that is what I'm going to get. Weil ich wusste, dass die Gedanken, die ich nach außen gebe, die ich unterstütze, indem ich darüber spreche, indem ich sie beschreibe, dass das auch das ist, was schlussendlich zurückkommt. So this line, this continuum line towards success, you cannot get there without those thoughts, without those positive thoughts, without those actions over and over again, without that reinforcement. You can't get there on a negative ride. Und auf der Linie da oben, die zum Erfolg führt, die könnt ihr nicht gehen mit negativen Gedanken, die könnt ihr nur gehen mit dieser positiven Einstellung, mit diesen positiven Gedanken. And this line going down to not success, that is a line that is demonized with doubts and fears. Und diese Linie da unten, die quasi nicht zum Erfolg führt, die ist gefüllt mit Angst und Zweifel. I'll never forget the day that Jeff Olson told me he had doubts when he got started. Ich werde nie den Moment vergessen, als Jeff Olson mir gesagt hat, dass er Zweifel und Angst hatte, als er an diesem Geschäft begonnen hat. And I know for a fact nobody would have guessed that. Und ich weiß es zu 100%, dass niemand geglaubt hätte. And so what I did is what Helmut and Claudia and Jacqueline did. I went to every single event. I went to everything. I took the same notes over and over again. I went to every meeting, every training, every single event. And I was like a sponge trying to soak up everything I could. Und ich ging, wie viele hier, zu jedem Event. Ich war immer dort. Ich habe mir immer dieselben Notizen gemacht. Ich war quasi wie ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat. And I like to call those first years the lean years, you know, where the money's not flowing in just yet, but I see the promise of the future. Und ich nenne die ersten Jahre die etwas lahmen Jahre. Das ist, wo es vielleicht noch nicht so gut läuft, aber du siehst, wo es hinführen wird. You guys know how the old-time water pumps work? Where you have to crank them for a few minutes before the water comes out? Kennt ihr diese alten Wasserpumpen, wo man vorher noch ein bisschen pumpen muss, bevor dann das erste Wasser rauskommt? I have one of those at my ranch in Montana. You know, you have to go Ich habe auf meiner Ranch in Montana einen von diesen. And then when the water comes, it comes gushing out. It's like flood, sprays all over me. I'm soaking wet. Und wenn das Wasser dann kommt es mit so einer Wucht, dass ich komplett nass bin. That's what this business is like. So ist dieses Geschäft. You're priming the pump, and nothing's coming out. And it's easy to get frustrated, but you have to keep doing that, and then the river comes. Und genau so ist dieses Geschäft. Du pumpst und es kommt nichts raus und du bist verzweifelt. Und dann irgendwann strömt das Wasser nur so hinaus. 30 years ago, this industry was not recognized very well. Und du musst immer weiter pumpen. Und vor vielen Jahren war diese Branche noch nicht so gut behaftet wie heute. A lot of people thought it was taboo. Viele hielten das für ein Tabu. The first company I worked with had a $5,000 buy-in. Die erste Firma, für die ich gearbeitet habe, hatte da musste man mit 5.000 Euro einsteigen. Not 500, but 5,000. Nicht 500, 5.000. And you would not believe how many people we got to sign up for $5,000 and get a shipment of water filters. Und ihr werdet nicht glauben, wie viele Leute sich registriert haben für 5.000 Euro und dann bekamen die per Post so ein Paket mit Wasserfiltern. This was before bottled water was like it is now.
Das war in einer Zeit, bevor Regelwasser. So we had to educate people about why they would want a water filter, so they could put it on their tap on their kitchen sink and they could drink filtered water. Und somit mussten wir die Leute darüber aufklären, warum es besser war, eben so einen Filter zu haben, den man auf den Wasserhahn draufklemmen konnte, um gefiltertes Wasser zu haben. So I went into people's kitchen, me who can barely use a screwdriver, I unscrewed their faucet and I hooked up this water filter and prayed that when we turned the water back on, it didn't spray all over the kitchen like it did a couple of times. And then I had to put drops in the old water and the new water, because the old water with chlorine would turn yellow, which looked like urine, and the new water would be clear. So I had to do this to say, do you want to drink the pea water or the clear water? Also stellt ihr euch mich jetzt vor, wie ich in diese Küchen der Leute spaziert bin, wo ich nicht mal einen Schraubenzieher benutzen kann und dieses Ding da am Wasserhahn montiert habe, in der Hoffnung, dass wenn man das Wasser aufdreht, es nicht überall hinströmt. Und danach habe ich dann, also man hat vorher eine Wasserprobe genommen und hat dann vorher und nachher so Tropfen in das Wasser und das hat sich dann verfärbt. Und das alte Wasser mit dem Chlor drinnen, das wurde dann gelb wie Urin. Und deshalb haben wir die Leute danach gefragt, was willst du trinken, das Pipi-Wasser oder das hier? And nobody wants the pee-pee water, right? Everybody wants the clear water. So it's $179, almost $200. And my 5,000 pack was 40 of those puppies. Also wie ihr euch vorstellen könnt, wollte niemand das Pipi-Wasser haben. Und deshalb haben wir dann für 200 € diese... It's yours. I was afraid of that. Für 200 € diesen Filter verkauft und ich hatte in meinem Paket 40 solche Filter drinnen. Can you imagine how excited I was when we launched this company and all I had to do was sample a night cream that got results like that? Könnt ihr euch vorstellen, wie toll ich es dann fand, dass ich in das Geschäft konnte, dass ich hier einfach nur eine Nachtcreme jemandem übergeben muss. And my starter pack came with 5 because that's the only product we had, and I could sample it or sell those 5 for, at that time it was $70. Can you imagine what that was like for me? Und ich hatte also meine 5 Cremen, meine 5 Nachtcremen, und mehr gab es damals nicht. Ja? Die waren in diesem Paket drinnen und kosteten damals 70 €. I said, we're going to crush this. We're going to have everybody in the United States using this night treatment every single night. Und sie war voll auf begeistert und sie sagte, Mann, jeder wird das haben wollen in den ganzen Vereinigten Staaten. That was before we had 2 bioscience partners doing work with the brain, and that was before any of that. We only had one product, and as far as we knew, we were only ever going to have one product. Und das war noch bevor wir mit den 2 Biotech-Firmen zusammengearbeitet haben, noch bevor die ganze Forschung zu uns kam über das Gehirn. Und wir hatten nur dieses eine Produkt und wir wussten zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass überhaupt andere Produkte nachkommen würden. And because we only had one product, it was so simple. Would you like to try this for 5 days? We'll take a picture now. When I pick it up, we'll take another picture and compare. That was all we did every single day. Und es war so einfach, weil wir hatten nur dieses eine Produkt, also haben wir das genommen, haben ein Vorherfoto gemacht mit einer Person, 5 Tage verborgt, ein Nachherfoto gemacht, die Fotos nebeneinander gelegt, sie angesehen und das war es, das haben wir jeden Tag gemacht. And then we had real results parties in different people's houses. No, we didn't have a market party. We only had real results parties. And I would go to one sometimes 2 a day. 1 a day, because I go to one and then I go to another brand partners. I ate so much cheese and drank so much wine that first year that I gained 20 pounds. Und wir haben immer Termine gemacht, wir haben immer Ergebnispartys gemacht, noch gar keine Markets, die haben wir damals noch nicht gemacht, sondern Ergebnispartys und wir waren dann jeden Tag, war ich auf einer Party, manchmal sogar 2 und ich habe so viel Käse gegessen und Wein getrunken, dass ich in der Zeit 10 Kilo zugenommen habe. We had parties in people's homes where we had to get up and say, y'all have to go, it's time to go. We have to go to bed here, y'all have to go home. We couldn't get them to leave. Und wir hatten Partys, wo wir die Leute am Schluss wirklich rausschmeißen mussten und ihnen sagen mussten, hey, wir müssen jetzt langsam schlafen gehen, ja, weil sich die einfach so gut
unterhalten haben. Because we only had one product, so we couldn't confuse it. We couldn't make it too complicated. We only had one product. Weil wir hatten nur ein Produkt, es gab keine Chance, das kompliziert zu machen. Ja? Es gab nur It eins. was a yes or no question. They didn't have to make too many decisions. Es war einfach eine Ja- oder Nein-Frage. Es gab nicht viele andere Möglichkeiten oder Entscheidungen zu treffen. And everybody that got started came to a real results party, so guess how people do the business? The way you show them. Und jeder, der neu angefangen hatte, war bei so einer Party und ratet mal, wie die Leute das Geschäft aufbauen, so wie du es ihnen zeigst. So everybody said, well, I would like to have, I do giveaways and stuff. They said, well, I would like to have my sisters, my friends. And it was like, okay, well, I'm booked this week. We'll have to go into next week. I can't put any more in this week. Und die Leute haben sich dann angeboten, weil wir haben auch immer so kleine Geschenke hergegeben, wenn jemand eine Party gemacht hat, der quasi auf Empfehlung Leute eingeladen hat und dann kamen Leute und haben gesagt, ja, na, ich würde auch so eine Party machen, ich lade meine Freunde, meine Familie ein und wir machen das. So you know that expression? Are you ready to get this party started? Also dieser Ausdruck übersetzt sich so, aber seid ihr bereit, wirklich hier abzuheben? My hope is that this group will start doing real results parties in your homes or in your friends' homes, small groups, fun. Don't make it be a salesy thing, just make it be a fun thing and watch your business grow. Und mein Wunsch wäre, dass jeder hier im Raum beginnt, regelmäßig Partys zu machen und wirklich dieses Geschäft damit wir gemeinsam zum Wachstum bringen. Send a video of the day and night cream to 10 people that you wrote down on your list. Just send them the video and say, oh my gosh, you have to see this! Exclamation point. Ihr könnt zum Beispiel das Video Tages- und Nachtcreme nehmen und es an 10 Leute schicken und sagen, hey, oh mein Gott, du musst das probieren, Rufezeichen. When Amber started talking about everyone doing Facebook Live videos, you know which one got the most likes and comments from our group that after we left the conference? You know which one got the most? Und nach der Konferenz, es wurden ja verschiedenste Videos gepostet, ratet mal, welches das erfolgreichste war von den Likes. A brand partner was demonstrating on a friend how to do the double wash and then put the night cream on. Es war eine Markenpartnerin, die an einer anderen Person hergezeigt hat, wie man das Gesicht reinigt und dann die Creme aufträgt. Another brand partner was demonstrating the new sunblock to show that it's clear, not all white and pasty. And they got orders like that. Und ein anderes Video war, wie jemand die Sonnencreme zum Beispiel aufgetragen hat, um zu zeigen, dass es wirklich durchsichtig war. Und sie haben die ersten Bestellungen gleich bekommen. Because when you keep it simple, then activity compounds. And activity creates more activity, and then you get an explosion. Und der Grund war, weil wir einfach die Aktivität gemacht haben, weil Aktivität bringt Resultate, die wiederum zur Aktivität führen und dann ist es einfach ein positiver Kreislauf. And I just want to close out with a little bit of my personal story, kind of how it ended up. Und ich möchte das heute jetzt abschließen mit einer persönlichen Geschichte. The first few years that I was in this industry, I don't think I had one person in my core except Jeff and Renee Olson. Die ersten Jahre in meinem Geschäft hatte ich niemanden, der noch im Kern war, in die Kerngruppe, außer Renee und Jeff Olson. Virtually everyone I knew thought that I had gone crazy to walk away from my real estate business, and they thought I had lost it. Der Grund war, weil alle, die mich gut kannten, die wussten oder die dachten, dass ich verrückt sei, weil ich dieses gut funktionierende Geschäft aufließ für so etwas. And I have a big family. There's 7 of us still alive. There were more, but like I told Helmut, he said, "Are your siblings entrepreneurs?" I said, "None of them." Und es gibt 7 von uns, also ich habe mehrere Geschwister, also 7, die jetzt noch leben. Und ich habe auch mit Helmut darüber gesprochen und er sagte, hey, seid ihr alle Unternehmer? Und er sagte, nein, keine von den anderen. My 2 older brothers tried to do an intervention when I started in this industry.
to get me to go back to real estate. Meine zwei älteren Brüder haben sogar eine Intervention gemacht, sprich, sie wollten mich davon abhalten, in diese Industrie einzusteigen, um mich zurück ins Immobiliengeschäft zu bekommen. And I'm not joking, it was a serious circle up, like, do you know what you're doing? You're putting your children at risk. Und es ist kein Spaß, sie saßen da im Kreis und haben mich ganz ernst angesehen und gefragt, weißt du eigentlich, dass du deine Kinder gefährdest damit? And if, I was tempted a couple of times, but if I had listened to them, my whole life would be totally different. Und ich war manchmal in Versuchung geraten, auf sie zu hören. Aber eins ist klar, hätte ich damals auf sie gehört, würde mein Leben heute komplett anders aussehen. I did well in real estate, but I was miserable. Ich habe viel Erfolg gehabt im Immobiliengeschäft, aber es ging mir überhaupt nicht gut. My health, I had ulcers. My health was at risk at 30-something years old. What did you have? Had ulcers, stomach ulcers from stress. Sie hatte Magengeschwüre vom Stress, also ihre Gesundheit war gefährdet. I know it's easy to listen to other people, especially people you love, because you think they wouldn't not want me to be successful. They love me. Why are they saying this? I understand that. Ich weiß, dass es einfach ist, auf seinen Geliebten zu hören, weil man weiß ja, dass sie das Gute für einen wollen. Sie wünschen einem ja Erfolg. Ich weiß, ich verstehe das. And my mother cooked a Sunday roast dinner every Sunday where we all came, almost 50 of us, every single Sunday. And every Sunday, I had to listen to the how's the business going, wink, wink, you know. Und jeden Sonntag hatten wir ein Abendessen gemeinsam bei meiner Mutter, wo 50 von uns dort waren. Und ich konnte mir jedes Mal anhören, na, wie läuft das Geschäft? Are you a millionaire yet? Bist du schon Millionär? And finally, I said something to my mother. I said, I'm not going to come anymore because I'm not going to listen to this anymore. And she said, what? I said, I'm not going to do this anymore. I have a plan, I'm focused, and I can't do it with this negative stuff. So I'm just not coming to Sunday dinner. Und eines Tages sagte ich dann zu meiner Mutter, dass ich nicht mehr komme. Ich komme nicht mehr zum Dinner, weil ich kann das nicht mehr. Und ich will mir das nicht mehr anhören. Und sie fragte, wieso, was ist? Und sie sagte, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich tue und ich kann das nicht machen mit so einem negativen Umfeld. Also werde ich nicht mehr kommen. I don't know what she said, but the conversation stopped. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber die Unterhaltung hat aufgeführt. I could tell they were biting their tongue, wanting to say it so bad, but they didn't. Also was auch immer sie gesagt hat, ja, die haben von dort an den Mund gehalten und man konnte förmlich spüren, wie sie sich auf die Zunge gebissen haben, weil sie unbedingt was sagen wollten. And the years went by where we played the game, how's it going? And I said, great. Und wir hatten dann irgendwie, das hat sich dann so eingebürgert, dass ich gekommen war und sie fragten nur, na, wie läuft's? Und sie sagte, großartig. During that time, I moved to Montana, so that's 2,000 miles from Texas. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann nach Montana gezogen, das ist 2000 Meilen von Texas entfernt. And this started to happen big time. The pump was flowing. Und das war die Zeit der linken Spalte, der rechten Spalte, ganz im 5. Jahr. Das war der Moment, als nach dem Pumpen dieser Wasserstrom raus. And I bought a ranch in Montana. Und ich habe mir meine Ranch gekauft in Montana. It's on 80 acres in the middle of the National Forest. Und sie hat 80 Hektar in der Mitte des Nationalparks. I have bears, deer, elk, wolves, coyotes, foxes. Wir hatten Elche, wir hatten Füchse, wir haben Rehe, alles, was man sich nur vorstellen kann als Tiere. And so I remodeled the house. I built a convention center so I could do my own meetings there. It's twice the size of this, but it's huge. But my family in Texas had no idea because when they said, how are you doing? I said, great.
Und ich habe sogar eine eigene so eine kleine Veranstaltung, so ein Seminarraum, wo wir unsere eigenen Conventions machen können, gebaut auf meinem Grundstück. Aber meine Familie hatte von dem Ganzen keine Ahnung. So after I was finished remodeling, I sent them all an email, and I said, I'm inviting you to the ranch for a sibling reunion. First come, first bed. Als das Ganze dann fertig gebaut war, habe ich dann meine Geschwister eingeladen und habe gesagt, wer zuerst kommt, bekommt ein Bett. I didn't say, is this a good week or would this be a good week? I gave them the week and sent the email, and within an hour, all of them had responded that they were coming. Ich habe sie nicht gefragt, welche Woche wäre besser, sondern ich habe gesagt, das ist die Woche, wer kommen möchte, kann kommen, und innerhalb einer Stunde hat jeder geantwortet. So I'm all excited because I'm thinking all my sibs are coming, we're going to have a great week, and I told my son, I said, everybody's coming, I can't believe it. And he said, really, Mom? You really can't believe it? Und es rudelten alle ein und es kamen wirklich alle. Und meine Mutter hat gemeint, es wundert mich, dass du alle zusammengebracht hast. Und ich sagte zu ihr nur, wirklich, das wundert dich wirklich, dass die jetzt das ansehen wollen? He said, they don't think you have it. Und er sagte zu ihr, die glauben nicht, dass du das wirklich hast. They're coming to say, I told you so. Sie kommen, um zu sagen, ich hab's dir gesagt. I said, what? Why would I invite him if I didn't have the room? I mean, that doesn't even make sense, right? Und ich sagte, das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte ich sie einladen, wenn hier nichts vorzufinden ist? He said, why do you think your brothers booked a hotel? Wenn du mir nicht glaubst, deine Brüder haben sogar ein Hotel gebucht. So they show up. First one is my sister and her husband, Bubba. Und die erste war meine Schwester und ihr Mann Baba. That's a real thing in Texas. Das ist so eine That's Sache. a real name, Bubba. Das ist ein echter Name. So I pick up Ann and Bubba at the airport. We drive to the ranch. I pull in the driveway, and Bubba thinks I'm pulling in someone else's driveway, and he goes, "Oh yeah, Kat, that's funny. That's funny." Und sie saßen so im Auto und sie sind ausgestiegen und sie haben so die Auffahrt gesehen und sie sagten so, ja, Kathy, das ist sehr lustig, ja, das war ein guter Scherz. I'm still naive, and I go, "What?" He goes, "Are you just going to drive up to that house?" Und er sagte, nein, ernsthaft jetzt, willst du da nicht weiterfahren? I said, "Well, unless you want to walk up the hill and carry your luggage, I'm going to drive you up to the door, yeah." Und ich sagte, ja, außer du willst dein Gepäckstück von dort dann ins Haus ziehen, ich kann dich gerne auch da aussetzen. And my sister was in the back seat, and she said, "Hot damn, I knew she had it." Und meine Schwester saß auf der Rückbahn und sagte, oh ja, ich wusste, es stimmt. Apparently they were taking bets. Offensichtlich haben die Betten angenommen. So it was time to go get the next one, and Bubba says, "No, I got it. I'm going to go get it. I got it. I'm going to the airport," because he's a big, likes to play the game, right? Bubba. He's going to go pick up the next group. Und der Papa hat sich dann freiwillig gemeldet, die nächsten vom Flughafen abzuholen. Because he wants to come and drive past the driveway. Oh, put it in reverse. Oh, he wants to make a big deal about Weil it. er wollte einfach die Leute abholen und dann auf der Einfahrt vorbeifahren und dann, oh, ach ja, hier sind wir ja, und ihnen dann das zeigen. So within a couple of hours, they're all there. They all have their own room. We're sitting out on the deck. It's a beautiful night. The stars are coming out. And it's the first time in my life that my two older brothers had no advice for me. Also zum ersten Mal hat ihre Brüder keinen Rat mehr für sie. So I know we're late, guys, so I'm just going to close. Don't listen to other people. Even when they mean well, they can take you off course. If you see this business, if you see this company, if you see these products, then you just remember this napkin. Draw it in your notes. And don't let anyone steal your dream. Don't let them. Und damit möchte ich euch auch nach Hause schicken. Hört nicht auf andere
Menschen. Hört nicht darauf, was andere sagen, auch wenn sie es gut mit euch meinen. Aber lasst euch nicht eurer Träume, Ziele und Wünsche berauben. Denkt an diese Serviette. Das sind eure Ziele und nicht ihre. When I come back in a few months after all the real results parties and all the people that you're going to contact, we won't be able to have it here. We're going to need a much bigger room. That's the vision that I have for Europe. That's what Jeff Olson has. That's what Bo Short has. And that's the vision I want you to have. Und die Vision, die ich habe, die Bo Short hat, die Jeff Olson hat, die wir für Europa haben, ist, dass wir, wenn wir das nächste Mal hier sind, in ein paar Monaten, wir einen viel größeren Raum brauchen, weil wir so viele Real Results Partys und Termine gemacht haben, dass wir hier nicht mehr reinpassen. Und das ist meine Vision.